Heute lernen wir gemeinsam Sakura. Es eignet sich ganz hervorragend als erstes Stück auf der Shamisen, weil es eine sehr eingängige Melodie hat, die Struktur einfach ist, es ist von der Länge her überschaubar und man hat ein paar Positionen am Hals, aber nicht zu viele, aber es ist auch nicht zu langweilig. Also dann, wir legen los, viel Spaß! Wenn ihr euch mit dem Bachi noch nicht so wohl fühlt, dann rate ich euch, das Bachi am Anfang einfach wegzulassen und mit den Fingern zu zupfen. Man kann einfach das Bachi weglegen und mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger die Seite anregen und dann hat man ein bisschen weniger Sorgen und kann sich mehr auf die linke Hand konzentrieren und wo die eigentlich hin muss. Es ist dabei egal, ob ihr im Halsbereich zupft wie ich oder im Hautbereich. Dort, wo es für euch am bequemsten ist, ist es dann auch am besten. Das Stück ist in der Stimmung Niaga denotiert und wir stimmen heute über dem C, also C, G, C, dicke Seite C. Mittlere Seite G. Und die dünne Seite wieder C. Okay, nochmal alle drei hintereinander. C. G. Und C. Legen wir los mit den ersten zwei Takten. Es geht los mit der Position 4. Und die kommt dann nochmal, also zweimal hintereinander. Und dann kommt die 6 mit dem Ringfinger. Versucht die Hand ruhig zu lassen, wenn ihr die 6 greift und die Hand nicht zu bewegen. Einfach den Ringfinger schön ausstrecken, einer schönen Rundung und absetzen, runterdrücken. Okay? 4, 4, 6, 3 und das gleiche kommt dann nochmal. Spielen wir es gleich zweimal hintereinander. 4, 4, lange 6, 4, 4, lange 6. Los geht's. 1, 2, 3 und. Macht das ruhig noch ein paar Mal, bis es sich natürlich anfühlt und dann machen wir weiter mit den nächsten zwei Takten. Für die nächsten zwei Takte haben wir einen Lagenwechsel. Wir bewegen also die Hand am Hals entlang, um zur nächsten Position zu kommen. Und dabei versuchen wir, die Hand schön stabil zu halten und nicht das schöne Zeigefinger-Daumenpaar voneinander zu trennen. Wir haben 4 und dann 6 rutschen, damit wir für die 7 einfach nur noch ganz bequem den Mittelfinger aufsetzen können. Und dann lassen wir wieder los für die 6. 1, 2, 3 und. Das machen wir nochmal. Zurück auf die 4, 3 und. Und noch ein letztes Mal. 3, 4. Okay. Das hängen wir jetzt mal an die 4, 4, 6, 4, 4, 6 vom Anfang hinten dran, damit wir den Übergang haben. Okay, wir fangen vorne an. 3, 4.
Okay. Für den nächsten Takt rutschen wir mit der Hand wieder zurück in unsere Ursprungsposition mit dem Zeigefinger auf die 4. Dann kommen 2 schnelle Noten, das erkennt man daran, dass sie Striche unter sich tragen. Wir haben also die 4 mit dem Zeigefinger, dann die 6 mit dem Ringfinger und dann haben wir wieder die 4, immer noch mit dem Zeigefinger. Das heißt, unsere Hand bewegt sich nicht, aber wir schlagen die 4 nicht an mit dem Bachi, sondern erzeugen den Ton durch Abreißen mit dem Ringfinger, der ja auf der 6 gelegen hat. Das nennt sich Hajiki. Das ist eine der Grundtechniken und das ist ein Zupfen mit der linken Hand. Ich mache es einmal vor. Okay, nochmal. Wunderbar. Noch einmal. Super. Und der Takt schließt ab mit dem Mittelfinger, der auf die mittlere Seite die 5 greift. Das ist auch wieder in einem ganz bequemen Abstand. Da könnt ihr mal versuchen, gar nicht hinzugucken, sondern einfach nur rüber zu greifen. Und lasst eure Ohren beurteilen, ob das gut klingt oder nicht. Wir hängen das mal hinten dran. 1, 2, 3 und. Jetzt die beiden Takte zusammen hintereinander. 1, 2, 3, 4. Mal. 1, 2, 3 und. Super. Einmal den ganzen ersten Abschnitt. 1, 2, 3 und. Der nächste Abschnitt besteht nur aus Nullen und Einsen. Die 1 ist immer ein bisschen unbequem zu greifen, aber stört euch nicht weiter dran, die gehört einfach mit dazu. Es geht los auf der dünnen Seite, dann wechseln wir auf die 1 auf der mittleren Seite und dann geht es gleich wieder zurück auf die dünne leere Seite. Kommt die 1 auf der dünnen Seite, 0 und dann geht es fix runter, 0, mittlere 1 und dann Erholung auf der leeren Seite, auf der mittleren Seite. 1, 2, 3 und. Nochmal. 1, 2, 3 und. Der nächste Teil ist der Teil, den wir gerade davor gemacht haben, nämlich geht los auf der 4, Lagenwechsel zur 6, 7, 6 runter zur 4, 6 Hajiki 4 und 5. Das kennen wir also schon. Ja, wir müssen es nur hier jetzt nochmal hinten dran setzen. Und danach kommt nochmal das, was wir jetzt eben hatten, nämlich der Teil mit dem 01, 01 und so weiter. Kennen wir auch schon. Und danach kommt der Anfang. 4, 4, 6, 4, 4, 6. Kennen wir also auch schon. Nur der allerletzte Schluss ist nochmal anders.
Und den gucken wir uns jetzt an und dann haben wir nämlich alle Bausteine, die wir für das Lied brauchen. Der Schluss besteht aus 2 Takten und wir gucken uns erstmal den ersten Teil an, also den ersten Takt, und der beginnt auf der Position 3. Dann kommt die leere, dünne Seite zur Erholung, die geht immer. Und dann kommt die 1 und die wird lange gehalten. Das heißt, da kann man sich dann schon mal mental vorbereiten auf das finale Ende. Da müssen wir nämlich hinrutschen zur Position 4 mit dem Zeigefinger. Dann aber schon den Ringfinger auf die 6 setzen. Wir spielen nämlich 6, Hajiki 4 und dann 5. Und das kennen wir ja auch schon von weiter oben, nur ist es hier in einem anderen Zusammenhang. Das Schwierigste ist, von der gedrückten 1 auf die 6 zu rutschen. Ja, und das danach kommt in den Fingern, das kennen wir schon von vorher, aber dieser Sprung von 1 zu 4 ist ziemlich weit, aber dafür haben wir die Ohren, die uns unterstützen. Das Ganze endet dann mit einem kleinen Schrumm, einmal sanft, aber zügig über die Seiten wischen mit dem Bachi und dann hat man dieses schöne Schrumm am Ende. Machen wir den ersten Teil. 3, 0, 1. 1, 2, 3 und nochmal 3 und 4 und dann rutschen. Okay. Erarbeitet das Stück ruhig in diesen Einzelteilen und setzt es dann zusammen. Wenn jeder Teil einzeln gut läuft, dann ist es einfacher, es von vorne bis hinten durchzuspielen. Das ist sehr viel einfacher, als einfach immer oben anzufangen und sich dann so weit wie möglich durchzuarbeiten, weil dann immer wieder die schwierigen Stellen kommen und man aber durch das, was vorher kam, schon wieder abgelenkt ist. Nehmt euch ruhig die Sachen, die schwer sind, arbeitet daran und bezieht es dann wieder in den Kontext ein. Jetzt kommt einmal das ganze Stück von vorne bis hinten. Auf geht's. 1, 2, 3 und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ihr werdet das Stück mit Freude durcharbeiten. Also ich wünsche euch viel Spaß damit. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin viel, viel Spaß. Tschüss.